Oh hey! Random, bitte hör doch mal auf, N64-Spiele zu reviewen. Niemand interessiert das. Ach, Klein Timmy, halt doch mal die Klappe. Anyway, ihr habt den Titel gelesen, ihr wisst genau, um was es heute geht in diesem Video. Heute reviewen wir das Kultspiel Conker's Bad Fur Day. Und bei Conker's Bad Fur Day kann man so einiges sagen. Sowohl Positives als auch Negatives. Also bedenkt, alles was hier folgt, handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Auch werde ich etwa mit Spoilern relativ minimal halten. Von daher, wenn es zu größeren Spoilern kommt gegen Ende, dann werde ich das natürlich etwa ankündigen. Anyways, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los. Und beginnen wir doch mal mit der Origin von diesem Spiel. Denn dieses Spiel ist in Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Rare entstanden. Und ich glaube, ich muss niemandem diese legendäre Partner-Zip erklären. Rare ist bekannt für die Super Nintendo Donkey Kong Country Spiele, Banjo-Kazooie. Zu der Reihe werde ich bestimmt auch irgendwann mal was machen. Von daher, falls Interesse dazu besteht, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Mittlerweile sind sie etwa ein Teil des großen Microsoft Enterprise, was es ein Thema für sich selbst ist. Und ich sag's euch, es ist definitiv kein positives Thema. Aber mit Conker's Bad Fur Day kam nicht nur eins der letzten N64-Spiele, aber auch eins der größten, wenn nicht sogar das letzte große Rare- und Nintendo-Spiel auf dem Markt. Und dabei begann die Entwicklung von diesem Spiel relativ normal. Denn ähnlich wie bei Banjo-Kazooie wollte man was ähnliches erschaffen, denn zuvor kam Banjo-Kazooie beispielsweise schon in Diddy Kong's Racing und dasselbe war auch mit Conker der Fall. By the way, Diddy Kong's Racing ist ein ziemlich spaßiger Funracer. Nintendo, könnt ihr das mal vielleicht remaken oder fortsetzen bitte? Auch bekam Conker etwa ein Gameboy-Spiel, was okay ist, sehr vergessenswert und eher mehr eine große Footnote im Vergleich zu den richtigen Spiel, und zwar Conker's Bad Fur Day. Aber um was geht es denn nun um dieses legendäre Spiel? Nun kurz gesagt, wie der Titel schon sagt, geht es um Conker, der mehr oder weniger einen ziemlich besissenen Tag hat. Dabei greift das Spiel die klassische Trope, oh, kid-friendly Character, aber die Sache ist eigentlich nicht so kid-friendly. Und diese Trope ist ziemlich ausgemolken heutzutage. Denn mit Happy Tree Friends, Pibby oder auch den ganz zahlreichen Lost Episodes oder Lost Media Creepypastas ist diese Trope relativ ziemlich bekannt, ziemlich beliebt, aber auch eine Lachnummer mittlerweile. Doch Conker erschien zu einer Zeit, wo diese Trope nicht etwa die ausgemerkteste Trope überhaupt war. Und meiner Meinung nach funktioniert Conker's Bad Fur Day ziemlich gut mit diesem Raw-Sinn für Humor, als auch mit dieser Ernsthaftigkeit manchmal. Aber manchmal fällt es ein wenig apart, aber dazu kommen wir später. Wenn ich Conker's Bad Fur Day mit einer Story vergleichen müsste, dann wäre es bestimmt Alice in Wonderland. Auf den ersten Blick ein ziemlich seltsamer Vergleich, aber hört mich mal zu. Ähnlich wie bei Alice in Wonderland ist mehr oder weniger Conker der Fish Out of Water Charakter in dieser absurden Welt. Zwar kommt er natürlich deutlich mal klar mit dieser Welt, da er in dieser lebt, aber die zahlreichen Figuren, die er hier trifft, sei es nun etwa der Pup, der singt, und das ziemlich catchy sogar, oder auch der große Panther King, der unser Endgegner ist, gibt es zahlreiche absurde, seltsame Figuren mit seltsamen Goats, oder auch einer seltsamen Origin oder seltsamen Art. Ich meine, ein singender Pup, den man etwa besingen muss, indem man etwa Klopapier in seinen Mund wirft. Das ist so ein bisschen absurd. Aber genau das ist der große Selling Point von Conker. Denn Conker überzeugt mit fantastischem Worldbuilding, absurden Characters, genialen Dialogen und vor allem einen ziemlich guten Run-C-Humor. Das Worldbuilding ist auch ziemlich enhanced von den Graphics, die für N64-Zeiten meiner Meinung nach paar der besten sind überhaupt. Dagegen ist das Voice Acting, so gut es auch ist und so impressive das auch ist, weil es nur bei 2 Leuten gemacht wurde, mit allen Characters, ziemlich kompensiert. Von daher klingen etwa die Voice Lines ein wenig hollow und jetzt nicht so angenehm wie bei anderen Spielen von dieser Generation. Das ist mehr etwa ein technisches Issue statt ein Issue mit dem Game, aber es ist ziemlich jarring zugegeben. Dafür ist aber der Dialog selbst ziemlich gut geschrieben. Das Besondere dabei ist halt eben, dass alle Charaktere mehr oder weniger in dieser Welt ein wenig asig sind oder komplett ein Zirk sind. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es Conker geschafft hat, unterhalten diese Charaktere dennoch. Vermutlich
mutig wegen dem cleveren Writing, als auch paar wirklich fantastische Witze, als auch ziemlich liebliche Filmreferenzen, sei es nun zu Clockwork Orange, sei es nun zu The Matrix oder auch Saving Private Ryan. Dabei ist aber auch der Humor, und ich werde es nicht lügen, teilweise ein Mixed Bag. Versteht mich nicht falsch, es gibt viele grandiose Witze in diesem Game. Doch manchmal sind ein paar der Witze diese typischen Cross-Out-Fahrtwitze, die per se nicht schlecht sein können, aber per se definitiv deutlich besser sind als ein paar der sarkastischen und britischeren Kommentare, die in diesem Game vollgefüllt sind. Doch diese eher mehr nicht schindbaren Witze sind eher mehr weniger und eher mehr größtenteils zu sehen in dem einen Kapitel, und zwar das Horror-Kapitel. Und wenn wir schon dabei sind, dieses Spiel ist mehr oder weniger in Kapitel aufgeteilt, die immer irgendwie eigenes Theme haben. Dabei möchte ich zwei besondere Kapitel etwa herausstechen lassen. Denn zum einen gibt es das Horror-Kapitel, was in manchen Aspekten sich anfühlt wie eine Parodie von Resident Evil, aber nicht so viel Spaß macht. Unter anderem ein kurzes Gameplay-Issue ist hier, dass wenn man etwa beispielsweise den Schlüssel trägt, mal die Shotgun nicht mehr nutzen kann, und das kann einen wirklich in Probleme bringen. Generell ist dieses Kapitel vermutlich das Besseste. Nette Idee, nette Umsetzung, Gameplay ein wenig beschissen. Das nächste Kapitel dagegen, It's a War, ist vermutlich das interessanteste Kapitel von diesem Game überhaupt. Die Ernsthaftigkeit, gepaart mit dieser Welt, die sehr inspiriert ist an viele ikonischen Szenen aus Private Ryan, ist ziemlich fantastisch gemacht, und kein Wunder auch, warum dieses Emergy vermutlich zu eins der ikonischsten überhaupt von diesem Game zählt. Generell ist die Liebe zum Detail ein großes Highlight von diesem Game. Sei es nun die zahlreichen Animationen von Conker oder auch die kreativen Ideen von diesen ganzen Figuren. Ich meine, wer kommt darauf, einen lebenden Pup zu haben, der Opera singt? Das ist schon ziemlich genial. Und auch wenn dies alles positiv klingt und ich generell ziemlich begeistert bin, denn Conker's Bad Fur Day ist definitiv ein Top 5 N64 Game für mich, gibt es eine Sache, die ein wenig stört. Und das ist leider das Gameplay. Versteht nicht falsch, das normale Plattforming funktioniert hier ziemlich gut. Es ist nichts Besonderes, aber es funktioniert, es macht Spaß, es ist simpel, Daumen hoch dafür. Alles drum und dran ist ein wenig massig. So kann dieses Spiel im Punkto Gameplay sehr reparative sein, auch wenn es jetzt nicht so lang ist. Denn oftmals geht das Gameplay mehr oder weniger darauf: dieser Sir-Charakter möchte, dass du das machst oder das machst oder das machst, und dafür gibt er dir Geld. Jetzt kein schlechtes Konzept, aber daher kann dieses Gameplay ein wenig sehr repetitive sein, und die Quests sind jetzt auch nicht immer wirklich spaßig. Manche funktionieren, andere dagegen, die möchte man ein wenig gerne skippen. Auch die Bossfights sind definitiv kein großes Highlight dieses Spiels. Was vor den Bossfights passiert, ist ziemlich spaßig und unterhaltsam. Die Bosse sind definitiv sehr interessant ausgewählt worden, und vor allem der Poopy Poop, den ich schon zahlreich hier erwähnt habe, ist ein Highlight dieses Games. War eine geniale Idee einfach nur. Aber so wirklich eine große Abwechslung im Punkto Gameplay bietet das Game nicht. Zwar ist das Gameplay jetzt nicht etwa so wirklich schlimm oder saring, aber jetzt auch nicht wirklich so abwechslungsreich, wie man das sich vielleicht erhoffen würde. Dagegen ist der Soundtrack ein absoluter Banger. Aber schließen wir das doch mal langsam ab. Denn gegen Ende hat man was sehr Interessantes gemacht mit diesem Game. Denn auch wenn es größtenteils eher mehr Comedic ist das irgendwie auch eine bittersüßes Drama in manchen Sinne. Und hier kommen wir zum Spoiler-Part dieses Spieles, denn gegen Ende wird Conker reich. Und das ist doch etwas Positives. Und dann stirbt seine Freundin. Oh, und das ist auch das wirklich Interessante an diesem Game. Denn wir starten dieses Game damit, dass Conker der König ist und wissen nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Und dieses Game ist mehr oder weniger die Origin zu diesem Prolog ganz am Anfang dieses Games. Und es ist wirklich interessant, sich etwa durchzulesen, was eventuell geplant worden ist und was dann abgelehnt worden ist. Denn holy shit, ist es ziemlich düster. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so ein Bronzy Game so viel Tiefe gegen Ende manchmal haben kann. Klar ist der Character Growth und Character Arc von Conker jetzt nicht so allzu besonders. Es geht eigentlich nur darum, dass er mehr oder weniger lernen muss, die Leute um sich herum ein bisschen mehr zu setzen und nicht etwa ein Zerg zu sein, der sehr greedy ist. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut für diese Sorte an Game und bringt dieses Game doch einen ganz schönen Circle-Moment. Abschließend lässt sich sagen, dass Conker's Bad Fur Day ein sehr
überzeugendes Spiel ist. Ein sehr interessantes Konzept mit cleveren Dialog, mit fantastischen Worldbuilding, fantastischen Characters, super Designs und alles drum und dran. Alles, was wir in der Präsentation kriegen, ist fantastisch. Das Gameplay als solches und manchmal der Humor sind der Punkt, die dieses Game ein wenig runtersetzen. Ich liebe dieses Game immer noch, aber ich würde es mal lügen, wenn ich sagen würde, dass das Gameplay auch perfekt ist. Versteht mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Gameplay, es ist nur eins, was manchmal repetitive sein kann oder auch manchmal wirklich einfach nicht funktionieren will. Allem in allem bringt das Gameplay das Spiel ein wenig runter und als Endprodukt, als Gesamtwerk ist dieses Spiel dadurch ein wenig messy. Aber ich würde definitiv euch empfehlen, dieses Spiel doch mal einen Versuch zu geben. Denn am Ende des Tages kann man die Leidenschaft und die Liebe zum Detail wirklich spüren und am Ende ist dieses Spiel einfach ein sehr spaßiges, kreatives, unterhaltsames Spiel, was es jedem ans Herz legen kann, wenn man etwa ein Fan von 3D-Plattformer ist, vor allem zu dieser Zeit. Ein sehr frischer Wind in diesem Genre, was mehr oder weniger auch sein Ende zu diesem Zeitpunkt langsam gefunden hat. Doch anyway, mich würde es interessieren, was eure Meinung zu Conker's Bad Fur Day ist. Liebt ihr das Spiel? Ist es eins eurer Favoriten? Oder seid ihr nicht wirklich begeistert und versteht nicht, wie dieses Spiel zu einem Kultklassiker geworden ist? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!